Ja, liebe Freunde, das Boater on Tour Video startet heute etwas untypisch, nämlich nicht an Bord von den Boatern on Tour, sondern auf der etwas kleineren Brom 39 von uns, Peter und Petra. Und ja, ich werde jetzt gleich dann die Ausfahrt filmen, beziehungsweise wenn die Boater on Tour, das ist diesmal eine Gruppe mit 4 wieder, Frank, Claudia und Jürgen und Marina. Wenn die losfahren, dann werde ich das mal aufnehmen, dass man das dann auch später sieht. Hallo Freunde, es geht wieder los. Wir gehen wieder auf große Reise. Unsere Tour im Juni. Hallo! Es ist Donnerstag, der 30. Mai 2024. Die Motoren laufen, es geht jetzt los. Alle Instrumente kontrolliert. Und Funk ist an und auf geht's. Bis in 3 Wochen! Bis in 3 Wochen, schönen Urlaub! Immer abwechselnd, links, rechts, dann rückwärts und dann lassen wir so langsam und in Ruhe hier rausdrücken. Ganz entspannt. Wir haben heute keinen Wind, müssen also keine Hektik machen. Dank dem Arbeitsboot haben wir im Hafen keinen Platz zum Wenden, da sind wir jetzt rückwärts raus. Ja, wie es aussieht, entscheidet sich der Kapitän, doch draußen zu drehen und einfach rückwärts bis über die Hafeneinfahrt oder Ausfahrt dann rauszufahren und nicht auf dem freien Platz von Frankfurt zu drehen. So, okay, und auf geht's. Ja, und los geht's in 3 Wochen Urlaub. Ja, während unserer Reise wollen wir euch ein bisschen das Veluwemeer und die Randmeere vorstellen. Hier sind wir jetzt kurz vor Bremer Bergteig. Das ist ein schöner Yachthafen. Auf der linken Seite sind hier die Windsurfer. Hier ist sehr flach, also ideal zum Windsurfen. Auf der rechten Seite sieht man das Camp. Und jetzt sind wir am Hafen. Kommt uns gerade auch ein Dicker entgegen. Ja, hier ist der Yachthafen. Die Einfahrt ist relativ groß und das ist ideal hier eigentlich für Familien mit Kindern. Hier wird für Kinder sehr viel geboten, schönes Restaurant, alles perfekt. Du musst dir mal ein Horn anschaffen. Ich wollte das Elfitenhorn einbauen, aber er hat ja nur das eingebaut. Das ist doch Kacke. Das hört doch kein Mensch da drüben. Ja, aber es ist schon eine laute Hupe. Ich weiß nicht, ob der Frank schnell fahren will. Links haben wir die erste Insel, wo man anlegen kann, Deral. Das ist eine relativ kleine Insel, aber mit viel Sonne. Da fahren natürlich viele Leute hin, die von Bremer Bergteig mal eben rüberfahren. Ist im Sommer oft sehr voll, aber vorne am Steg kriegt man oft noch einen Platz. Der Frank geht jetzt auf die Schnellfahrstrecke. Wir sind natürlich in 20 Minuten hinter denen her, wenn wir jetzt weiter geradeaus fahren. Dann muss ich den Fernseher runter machen. Wir gehen jetzt auch mal auf die Schnellfahrstrecke hier. Das spart uns 20, wir sind zwar nur 6 Kilometer, aber spart uns rund 20 Minuten Fahrzeit. Ja, wir werden auch gefilmt von draußen. Bei 2, 4. Wir könnten noch mehr Gas geben, aber wir wollen die Motoren ja nicht überdrehen. Wir sind fast alleine auf der Schnellfahrstrecke. Ein paar Angler sind hier noch an der Seite, aber sonst ist nichts los, obwohl wir ja heute Feiertag haben. Ich bin überrascht, wie wenig auf den Wasserstraßen hier unterwegs sind. Vorne am Ende der Schnellfahrstrecke ist noch der Yachthafen Lebo-Strand. Und dann haben wir wieder zu den Freunden 20 Minuten aufgeholt. Die sind ja schon vorgefahren, weil die maximal 12 km/h fahren können. Mal schauen, ob wir die einkriegen. Ja, auf jeden Fall. Auf der linken Seite bei der hinten war noch Irland, auch eine Insel zum Übernachten. Die ist ziemlich groß. Man sollte hier allerdings ziemlich rechtwinklig von der Hauptstraße hier Fahrweg anfahren, weil da doch immer im Sommer sehr viel drauf ist. Andrea und Michael haben wir erreicht. Jetzt können wir vom Gas gehen, damit wir die nicht umschmeißen.
Das sind Freunde von Frank und Claudia. Wir haben die zwei spontan besucht und fahren bis Nijkerk mit. Ich habe da mal was vorbereitet, guck mal. Gibt was Leckeres zu essen. Lecker, lecker. Bitte Ja. schön. Ja, Marina sorgt immer hier fürs leibliche Wohl und das Ganze an- und ablegen. Ich bin ja nur der Fahrer. Ich habe das schwere Los, dass ich das alles machen muss. Ich werde wahrscheinlich mal ein bisschen mehr fahren üben müssen, anlegen und ablegen. Dann kannst du nämlich die ganzen Arbeit machen. Ja. Auf der rechten Seite haben wir jetzt Flevo-Strand, der Yachthafen, auch ziemlich groß, mit Campingplatz, und da kann man auch sehr schön wohnen, mit wunderbarem Blick über das Wasser. Das ist hier schon toll. Auf der linken Seite kommt gleich noch die Tipi-Insel. Und da haben wir auch schon aufgelegen. Gibt allerdings wenig Schatten. Gibt eine kleine, schmale Fahrrinne dahin. Weiter als bis zur Insel darf man allerdings nicht fahren, weil dann wird es richtig flach. Ein Stück weiter gleich an der Brücke verlassen wir dann das Beluga-Meer und es geht weiter die Randmeere lang. Wir sind jetzt hier am Haderhafen und gleich kommt die Brücke. Hier geht es auch durch eine Schleuse, da kann man ins Landesinnere fahren. Wenn man nicht so hoch ist, also unter 2,90 Meter oder so, dann kann man auch bis Lelystad fahren. Auf der anderen Seite ist weiter hinten der Yachthafen von Harderwijk und da gibt es auch eine Brücke über die Straße für Segler. Einmal da die Straße und einmal da die Straße. Aber wir können unter der Brücke ja durchfahren und sparen uns den Umweg. Und wir haben die Brücke passiert und sind jetzt im Roderwijk. Und hier sind links und rechts schöne Wasserrastplätze, sind allerdings im Sommer immer sehr schnell voll. Wenn man links weiter runter fährt, kommt man nach Harderwijk zum Passantenhafen am Stegstrand. Wunderbar zu liegen, man ist direkt in der Stadt und wenn es schön ist, ist man auch direkt am Strand. Also wer Harderwijk besucht, der sollte den Passantenhafen mit dem Steg und dem Strand nehmen und nicht in den Yachthafen gehen. Das ist deutlich schöner und vor allen Dingen auch viel näher an der Stadt. Wir fahren jetzt gerade hier die neue Strecke. Früher musste man ja um die Insel rum und das spart jetzt auch wieder 10 Minuten, 15 Minuten. Weiter Steuerbord gibt es weiter hinten noch eine Insel, Debitzen. Da kann man auch sehr schön liegen, so im Inneren der Insel, wunderbar, allerdings auch im Sommer sehr überlaufen. Auf der rechten Seite haben wir hier eine ganz tolle Insel, die Zegge. Dahinter geht es dann nach Zeewolde. Die Zegge hat einen kleinen Strand und sehr schnuckelige Liegeplätze innen drin, ist aber doch im Sommer überlaufen, weil natürlich von Zeewolde und von Strandhorst die Leute hier tagsüber zum Entspannen, Baden kommen. Zeewolde dahinter ist eine schöne Stadt zum Einkaufen, hat auch schöne Yachthäfen, wenn man Glück hat, kann man auch in der Stadt liegen. Und auf der anderen Seite ist Strandhorst, ein riesen Yachthafen mit allem, was man so braucht, so Zugi-Händler für Außenborder, ein großer Wassersportartikelladen, also für Boote und auch für sonstigen Wassersport wie Surfen. Da bekommt man alles, ist auch ein großer Wicktron-Händler. Dahinter gibt es noch Restaurants, da gibt es auch einen sehr schönen All-You-Can-Eat-Japaner, der kann man auch empfehlen. Wenn man in der Zegge liegt und ein Schlauchboot hat, dann macht es natürlich auch mal Spaß, einfach rüber zu fahren nach Strandhorst und sich bei McDonalds einen Hamburger zu holen. Ist total leer, die Zegge. Ja, Aber bei dem Wetter ist doch kein Wunder. ja, Da ja. will die sich bei der Kälte dahin legen. Ja klar, es war einfach zu kalt. Ja. Ja, es ist einfach zu kalt. Ich hoffe, wir haben in unserem Urlaub noch ein bisschen besseres Wetter. Wir wollten eigentlich die Scheibe hier oben aufmachen, aber das haben wir uns dann doch gespart. Braucht auch eine Jacke jetzt, weil es doch frischer wird. Ja, da ist jetzt Strandhorst und da gibt es auch blaue Diesel, allerdings nur blaue Diesel 20. Das heißt, da sind nur 20% HVO drin, 80% Diesel. Da muss man mal aufpassen. Der richtige blaue Diesel ist ja blaue Diesel 100. Aber den gibt es nur ganz selten und dann ist er auch furchtbar teuer. Letztes Jahr wollten die 2,60 € für blaue Diesel haben. An Strandhorst sind wir jetzt vorbei. Da kommt noch rechts ein kleiner Yachthafen und dann kommt der Wasserradsplatz, wo unser Enkel Lilly das Laufen gelernt hat. Daran erinnern wir uns natürlich noch ganz gerne. Das ist jetzt auch rund 17 Jahre her schon. Also so lange sind wir hier schon unterwegs. Ja, jetzt haben wir noch ein Stück, dann geht es nochmal rechts rum und dann geradeaus zur Nijkerkschleuse. Die Segler, den Katamaran sind deutlich schneller unterwegs wie wir.
Hier kurz vorm Yachthafen Nulde sind ja jede Menge neue Chalets gebaut worden. Nulde ist auch ein großer Yachthafen. Der Yachthafen Nulde liegt genau in der Ecke. Wir machen ja seinen scharfen Rechtsknick und dann geht auch die Neikerschleuse zu. Der Yachthafen Nulde macht auch einen schönen Eindruck. Ja. Sieht sehr gepflegt und schön aus. Ja. So, die Kurve aber hinter uns sind jetzt geradewegs auf die Neikerschleuse zu. Man sieht schon den Hebemechanismus der Brücke, ist also nicht mehr weit. Die Schleuse hat anscheinend gerade geschleust, aber 4 Boote, die uns entgegenkommen, das ist nicht wirklich viel. Und zwischendurch habe ich auch auf dem Handy die Wasserkarten-App und da jetzt mal geschaut, die Brücke hat eine Höhe von 7,30 Meter, die muss für uns nicht geöffnet werden. Ja, wir sind jetzt gleich an der Neikerschleuse. Hier vorne rechts vor der Schleuse gibt es noch einen Hafen. Da sind wir 2006 gestrandet zur WM. Wir wollten eigentlich nach Spakenburg, aber an der Schleuse wurde gebaut und der Schleusenwärter hat uns ein bisschen hängen lassen. Und wir wussten nicht, ob wir noch durchkommen rechtzeitig und dann sind wir abgedreht in den Hafen. Und da ist auch ein großer Campingplatz dran und in dem Gebäude vom Campingplatz, da haben wir dann mit vielen anderen Deutschlandspiel geguckt. Das war toll. Es ist rot, ein Segler ist drin und es ist rot. Das heißt, die warten nicht auf uns. Jetzt können wir ein bisschen langsam fahren und dann sind wir in der nächsten Runde dran. Tor ist auf, sind 3 kleine Boote drin. Letzte Boot ist raus, gibt gleich grün und wir können zügig reinfahren. Für die Menge an Schiffen, die hier langkommen können, ist die Schleuse schon nicht so groß, aber kommt dann manchmal auch kleiner vor. Aber hinter uns kommt so gut wie nichts, also gibt kein Gedränge. An die Neikerschleuse haben wir ja einige Erinnerungen. Viel Regen, hier ist mein Vater auch schon mal ins Wasser gefallen, beim Schleusen, also vor ganz vielen Jahren. Alles hatten wir hier schon. Deshalb, wenn wir die passiert haben, dann bin ich immer froh. Vor der Leiter der Poller. Wie viele Leitern haben wir denn? Dann habe ich schon die Schleusenwand gerammt. Die Einfahrt in die Schleuse war total einfach. Es war dann doch windstill. Alle sind doch da. Hier hat sogar noch ein Angler mit. Eine viel befahrene Straße ist hier auch, wo auch öfters mal die Brücke für irgendwelche Segler öffnen muss. Da schwimmt ein Reifen im Wasser. Da müssen wir gleich aufpassen, dass wir den nicht rammen. Wo ist der Reifen? Die letzte Etappe, wir sind durch die Schleuse durch. Und mal gucken, wo es jetzt hier an die grüne Kante geht. Hier da. Ja, ja, Dann gehen wir auf die Wiese, an die Wiese oder was? ja. Dann drehen wir oder was? Wir drehen. Ja, wir drehen. Da steht schon ein dicker Pott. Oh ja, da steht ein ganz dicker Pott. Wo sollen wir uns hinlegen? Hier vorne kannst du nicht bleiben. Auf der Seite darfst du gar nicht. Sport verboten. Ja, da wird gerade Jetski getankt. Hier sind auch Stromanschlüsse, Jürgen. Wir können also, wie gesagt, auf dieser Seite würde ich sagen, legen wir uns da hintereinander an. Ich drehe mal wieder hier und wir gehen dann da an die grüne Kante. Passt dicke. Hast jetzt für mir Dicke gesagt? Ja, ist doch gut hier. Mach einfach einmal Schlag rum, dann ist gut. Ja, dann mache ich den Rest gleich. Ich mache die weiße gleich und dann bleibt das Hecker dran. Das ist dann gut. Danke. Also das Anlegen hat jetzt
super geklappt. Und wir freuen uns jetzt, dass wir hier mit 3 Booten noch einen schönen Abend verbringen werden. 12,80 € für eine Nacht. Das ist wirklich super billig. Strom muss man natürlich extra bezahlen. Haben jetzt 1 € reingeschmissen, da soll man ganz schön lange mitkommen. Toilette gibt es hier auch. Muss man 10 € Pfand für den Schlüssel bezahlen. Aber für die eine Nacht geht es auch ohne. Wir liegen hier wunderbar an der fast grünen Kante. Unser Leiter passt soeben nicht. Deshalb haben wir einen kleinen Hocker rausgestellt, damit Marina von Bord kommt. Und wir gehen jetzt erstmal ein Anlegebier trinken. Strom kostet hier Geld. Da schmeißen wir mal 1 € rein. Soll aber lange halten. Und man sieht innen am blauen Lämpchen, Strom ist da. Wunderbar. Auf geht's zur Flybridge. Für die Fly ist es doch zu windig. Ja, aber nicht was. Der Frachter geht jetzt auch gleich hier weiter. Der hat schon seine Maschinen und seine Schrauben am Laufen. Aber der nimmt uns ein bisschen den Schutz vor der Welle weg. Ja, mit Bugstrahl und Gegenlenken geht's los. Und tschüss. Gegenfete von draußen. Frank, jetzt musst du aber mal nachlegen. Lauter jetzt. Lauter. Baby. I love it tonight. Summer begins. Der ist so groß, da geht die gar nicht dran. Oh, I was so Dann habe ich versucht, free. die durchzusägen, habe ich natürlich auch nicht geschafft. Und die erste Fete an Bord. Ja. Komm jetzt ins Fernsehen. Ja. Wir liegen ja auch gut windgeschützt. Man kann ja gleich durch. Und ist auf der anderen Seite am Strand. Hier gibt es Wohnmobilplätze. Und das ist natürlich hier die Windseite, aber auch toll. Hier der Wohnmobilplatz hat 10 Ampere Strom. Und ja, die Stellplätze mit sehr viel Wiese zwischendurch. Hier steht man wirklich nicht dicht an dicht. Man hat reichlich Platz. Mit Sandstrand direkt. Einfach toll. Hier im Strandhuis, da gehen wir heute Abend essen. Hier gibt es noch einen extra Bereich nur für die Strandbesucher. Weiter hinten ist ja noch mal ein großer Sandstrand. Und jetzt gucken wir mal hoch zur Schleuse. Ganz da hinten liegen wir. Und dann kann man natürlich hier noch durch die Schleuse fahren. Und ganz weiter hinten ist dann irgendwo Nijkerk. Da kann man mit dem Boot auch reinfahren. Direkt an der Schleuse kann man noch Wasser nehmen. Das ist der Wachtplatz hier für, wenn man durch die Schleuse will. Eine tolle Ecke. Das da drüben sieht aus wie eine Slipanlage für Sportboote. Und an den dicken Pollern können auch die großen Boote liegen, wie wir gesehen haben. Da ist die Schleuse. Das ist ein Hafen, 2 Hafen, die grüne Kante. Und hier geht es dann weiter. Da fahren wir morgen bis zum Markermeer. Jetzt geht's ins Strandhuis Essen. Uiuiui. Ah, hier in der Mitte stehe ich schon. Hallo. Es gibt 3-mal Spare Ribs und 3-mal Burger. Heute eine ganz einfache Küche. Und so lecker. Lasst es euch schmecken. Ja. Wir sind fast die Letzten hier und es war sehr, sehr lecker. Klare Empfehlung. Jetzt haben wir hier ein Berufsschiff dran gekriegt. Anscheinend eine schöne Übernachtungsstelle. Der andere ist ja heute Morgen weggefahren. Funktionstest. Morgen. Auch hier gibt es kleine Fliegen. Ganz kleine Fliegen. Und mit Franks Akkustrahler und der Deckswaschanlage, die Wasser aus dem See zieht, wird das Boot gereinigt. Klappt super. Das ist ein Geschenk von meinen Nichten und Neffen und deren Partnern. Funktioniert. Da kannst du Frank jetzt mal drin duschen. Das ist gut, meine Hose ist ein bisschen dreckig. Ja, Genau. Dringend geputzt werden. ja genau. Der Diego kann auch eine Dusche vertragen. Hier in Nijkerk kommen auch die Berufsschiffe aus der
Schleuse von der Stadt. Hier ist ganz schön was los. Da kommt schon wieder der nächste. Und man sieht, wie das Boot gezogen wird. Ja, das muss man schon gut festmachen. Der Sog ist ganz enorm. Er ist auch ganz schön schnell. Von langsam fahren durch den Hafen hat er noch nichts gehört. Der Jürgen macht wieder einen Drohnenflug, den Hafen von Nijkerk. Ein Blick auf die Nijkerker Schleuse. Wir drehen über Flevoland in Richtung Eimeer, Akermeer. Der Strand mit dem Kanal nach Nijkerk, unser Liegeplatz an der Kade, die Häfen, ein schöner Campingplatz. Nochmal der Strand mit den Wohnmobilen und der Blick über den Campingplatz. Wir fliegen jetzt Richtung Schleuse. Auf der linken Seite der Hafen, rechts liegen wir. Durch die Schleuse durch, ein ganzes Stück weiter kann man nach Nijkerk fahren. Da ist gerade ein Frachter in der Schleuse. Ein Schwenk über den Strand und den Wohnmobilplatz. Da kommt der Frachter raus, der gestern noch voll beladen bei uns geparkt hat. Und dann sind wir schon wieder beim Boot. Nijkerk hier vor der Schleuse hat uns überrascht. Wir sind hier auf Empfehlung hier, sonst wären wir hier nie gelandet. Aber hier ist es einfach toll. Wir liegen hier an der grünen Kante. Der Preis ist mit 12,80 € hervorragend. Wir haben einen Strand hier in der Nähe. Das Restaurant ist gleich um die Ecke. Und das ist ein wunderbarer Liegeplatz hier. Alles in allem total toll. Und wir kommen gerne wieder. Klare Empfehlung, hier mal vorbeizuschauen, wenn man über die Randmeere fährt. Bis zum nächsten Vlog.